Nordafrikaner sind keine richtigen Araber, weil sie kein richtiges Arabisch sprechen. Ich würde mal sagen, jetzt wird gekämpft. Na, aber wir sind dem Hocharabisch viel näher als eure Dialekte. Ich soll mich entscheiden, ob ich Araberin bin oder Afrikanerin. Araber vertrauen anderen Arabern nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Safe. Wow. Einfach die Traurig. unzuverlässigsten Menschen auf der Welt. Warum ist es so? Ja, weil wir Bescheid wissen. Schau, dieses typische, ja, Inshallah, ich mach schon. Inshallah heißt immer nein. Inshallah heißt immer nein. Oder jeder kennt auch diese Araber, die immer so tun, als würden sie alles für dich machen können und dann am Ende ist es nur Gelaber so, Schwester, ich besorg dir das oder mach dir keinen Kopf, ich bring das schon oder wir machen das schon zusammen und dann kommt nichts mehr. Aber ich glaube, es geht auch wieder darauf zurück, dass in der Welt so ein bisschen, in der arabischen Welt so ein bisschen wichtig ist, was Leute von einem denken. Und deswegen sind Leute häufig nicht das, was sie, also von außen nicht das, wer sie wirklich sind. Gedacht, Und das wissen wir alle auch. Und wir sehen dann an so, ja, würdest du bestimmt für mich tun. Und dann gehst du nach Hause und weißt, dass das halt einfach nur Gelaber war. Ich lerne gerade so Prioritäten setzen und ich habe mir so einen Satz aufgeschrieben, sorry, ich habe gerade keine Kapazitäten. Dieser Satz ist voll hilfreich, aber der klingt auch so deutsch und wenn ich das so bei Freunden oder Araberfreunden, bei anderen Migrationshintergründen, die gucken mich dann so an, so. Sagt er. Sag es mal auf Arabisch. Ich würde wirklich gern wissen, wie ich habe keine Kapazitäten auf Arabisch heißt. Und wie das dann ankommt, würde ich gern wissen. Inshallah heißt das. Chip-Chip ist das... Chip-Chip ist das Erziehungsmittel Nummer 1. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, aber ihr hattet wahrscheinlich Gürtel oder so, ne? Oder Messer oder Gabel. Die erste Androhung war immer so, gib like a Chip-Chip, so. Ich wurde ein Schlapfen, so, ja. Also du wusstest, okay, das ist jetzt ernst. Ich muss sagen, ja, bei meiner mütterlicherseits gab es das, dann gab es auch Gürtel, da gab es alles. Aber mein Vater war so super friedlich. Okay, mein Vater ist auch so aus dem Irak geflogen, Kommunist und alles. Aber er ist so ein super friedlicher Mensch. Okay, wenn es nach meinen Eltern geht, dann müsste ich auch rüber. Das ist auch oft der Fall, dass egal was auf dem Tisch liegt, das wird sofort genommen. Ja. Aber am meisten, ne? Oder wenn die Kinder noch so dazu aufgefordert werden, so hol jetzt. Oh ja. Du musst ja, selber das noch kenn ich holen, auch. womit du dann so gezogen wirst. Ja, das stimmt. Wenn der kleine Junge auf Kästchen geht oder so, dann sagt die Mama gleich, ja, hol die Schlappen für den anderen. Araber sind Ärzte, Ingenieure oder Anwälte. Alles andere wäre ehrenlos. Den zweiten Satz könnt ihr auch vergessen. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Direkt. Das heißt ja nicht, dass wir es wirklich werden wollen, sondern dass wir es werden müssen. Also das ist die Vision der Eltern. Vision, ja. So, um zu sagen, Anna Ebni Doktor so. Ja. Ja. Sagen, mein Sohn ist ein Ingenieur, mein Sohn ist ein Arzt. Es gibt sogar Ich hab's geschafft, so, ja. Es gibt sogar einen Zeitartikel von mir aus der Grundschule, wo steht, Ahmed will Rechtsanwalt, Schauspieler und Ingenieur werden. Schauspieler war mein Teil, das hat mich Von deinem aber so, okay, ja, dann mach ich halt Rechtsanwalt, Ingenieur, aber Schauspieler mach ich Meistens wissen die auch nicht, was die ganzen anderen Sachen sind. Ne? Ich studiere zum Beispiel Kultur- und Sozialanthropologie und wenn ich das erste Mal sage, dann what's that? So, Ja, genau. was soll ich den anderen In sagen? Marokko genauso. Was kann man damit arbeiten? Oder Pädagogik. Meine Schwester ist Therapeutin und weil die das nicht verstehen, sagen meine Eltern auch Ärztin. Ah, okay, ja. Und für die Eltern ist auch so, Doktorabschluss muss sein. Genau. So, was willst du mit Master machen? Ja, genau, machst du was fertig, also ja. Genau. Titel oder so, ja. Gehst du Fischverkauf? kommt erst gar nicht mit einer Ausbildung, das geht gar nicht. Vielleicht auch damals wieder dieses, was denken Leute von mir? Ja. Und die dort in den Ländern, was brauchen die für ihre Welt? Die brauchen Ärzte, die brauchen Anwälte, die brauchen Ingenieure. Das stimmt. Und meine Tochter macht das. Meine Tochter macht das da drüben. Ja, Meine Tochter macht Social Media Management. So, was ist das? Oder das sind so Berufe, die kennt man nicht. So. Das ist für die so surreal. Aber deswegen finde ich es umso wichtiger, wenn wir, also so Generationen wie wir, dran festhalten und wenn wir sehen, wir haben Talente und so Dinge, die die auch nicht kennen, dass wir das trotzdem machen und denen zeigen, dass es auch anders geht.
und so stolz machen. Nordafrikaner sind keine richtigen Araber, weil sie kein richtiges Arabisch sprechen. Oha. Oha. Ja. Das habe ich schon so. Jetzt Ich würde mal sagen, jetzt wird gekämpft. 5, Also, 4, 3, 2, 1. Ehrlich denken, ehrlich aussprechen. also weißt du, bei der Hälfte würde ich so zustimmen, so mit dem richtigen Arabisch, weil das so Berbersprachen. Ja. Beim ersten Teil sage ich ja, wir sind keine richtigen Araber, aber beim zweiten Teil von wegen, wir würden kein richtiges Arabisch sprechen. konsumiert viel mehr Musik, alles was ist das von richtige Ägyptern Arabisch? zum Beispiel. Was ist das? Ja, Fusra. Ja, Hocharabisch. Wer redet Hocharabisch von euch? Ja. Keiner redet. Keiner. Aber wir sind dem Hocharabisch viel näher als eure Dialekte. Das stimmt schon, hey, das stimmt schon. Ja. Ist doch genauso wie in Deutschland, wenn jetzt einer, der bayerisch spricht, dann wirst du auch nicht sagen, der ist nicht deutsch, weil er jetzt einen anderen Akzent hat oder keine Ahnung. Aber das ist ja immer das Argument. Aber dass er letztendlich von stehen anderen wir ja Arabern sowieso kommt. alle bei Vorurteilen, weil wir das ja nicht glauben. Also ich habe das erstens noch nie gehört, dass jemand sowas gesagt hat. Ich schon. Doch, ich hab's auch Du bist ja auch keine gehört. du bist keine Nordafrikanerin, ne? Nein, aber ich habe noch nie Also gehört, du hast es noch nie gehört, dass jemand das sagt, gesagt ja, hat. Nordafrikaner sind Okay, ist doch keine ich muss sagen, Okay, ich weil weiß das ist ja Vorab, nicht das ist ein weißt du, wie dummes oft Vorurteil. mir das Ich gesagt muss- wird, von wegen, wir sind keine richtigen krieg das Araber, so wir oft reden zu kein hören. richtiges Arabisch, gell? Ja. Oder ich soll mich entscheiden. Ich höre auch schon voll oft, ich soll mich entscheiden, ob ich Araberin bin oder Afrikanerin. Das höre ich richtig oft. Da sage ich, Aber du bist ja auch du bist auch nicht ich komme aus Sudan. sondern Doch, halt Sudan gehört zu Nordafrika, Okay. also es ist Nordostafrika. Sorry. Es gehört zu Nordafrika. Wir sind Afrikaner 100%, das liegt in Afrika, aber wir reden Arabisch. Und wir reden sogar Arabisch, was sehr, sehr, sehr nah zum Hocharabisch liegt. Ja. Ja, stimmt. Und sehr nah zu dem, Fusha und sehr nah zu dem Arabisch, was im Koran steht. Als Kind wusste ich nie, wie ich mich zu erklären habe. Da eine Zeit lang in der Jugend war ich so, ey, ich bin Araberin. Ich bin Araberin. Dann irgendwann wollte ich mich so abgrenzen von dem, was alle denken von Arabern. Dann habe ich gesagt, ich bin Afrikanerin. Und ich habe nie so zu dem Punkt gefunden, zu sagen, ey, ich bin einfach das und das. Aber heute sage ich bin Sudanesin. Wenn du nicht weißt, was es ist, frag mich oder informier dich. Ich bin Sudanesin. Aber an sich auch damit verbunden, mit wie man hier mit Afrika umgeht, teilweise so, als wäre das so dieses eine Land. Ne? Also, ja, Afrikaner, weil die schwarz sind. Ja. So Rassismus. Voll. Arabische Männer sind Machos und arabische Frauen werden unterdrückt. Ja, Sieht man an uns. Ne? Vorurteil, diese 5, 4, 3, 2, 1. Also sorry, habt ihr mal die Frauenpower in diesem Raum schon mitbekommen? Ja. Also wenn jemand so unterdrückt wird, sind es die Männer. Hey, es ist ein Vorurteil, ja? Ja. Dieses Bild hat man einfach in... Dann komm her. Ja, aber Machos sind. Wieso? Na, er hat Männer gesagt, sind- das ist ein Vorurteil, Statement, ich sage, es ist wahr, ja? Nee, Nein, ich der hab hat gesagt, das ist ein Vorurteil. Also Nein. das ganze Spiel funktioniert so. Sonst die ganze Männer Zeit sind auf der falschen schon Seite. teilweise Machos, aber Ja. Frauen sind Ja. nicht unterdrückt. Also allein wenn ich mir so die Ja. Tunesierinnen anschaue, sie sind diejenigen, die die Männer so unter dem... Tragen die alle arabischen Frauen. Sie haben einfach die Hosen an. Ägypten genauso, ja. Das ist Direktorin Habt ihr die türkische mir Serie zu Hause Harimus Sultan von den Ja. Sultan Suleiman gesehen? Also man sieht im Hintergrund, machen das alles die Frauen. Die Frauen Also hallo. reagieren, er ist nur so als Fassade da. Im Hintergrund reagieren die Frauen. Wir Frauen Schon geben damals. euch das Gefühl, ihr hättet Ja. so das Sagen. Aber ihr habt eigentlich gar nichts. Ja, sie hat mich vorhin fast verprügelt hier. Ich weiß auch nicht, wie oft ich bitte in Tunesien Frauen gesehen habe, die mit dem Mann über wirklich was ganz Banales streiten und einfach anfangen, den zu schlagen auf der Straße. Die Frauen schlagen, die Normal. Okay, das ist sie- eine Aber andere- das ist keine Idee. Das ist okay. okay, ne? Solange der Mann sie nicht schlägt. Aber das sieht man auch ganz oft daran, wenn so Leute aufeinander kommen und der Mann gefragt wird, ob man sich zum Beispiel nächste Woche sehen kann oder ob ja so eine Einladung ist und so, ja, muss noch meine Frau fragen. Also, wesentliche Entscheidungen. Also, gibt's Stress. Da muss die Frau eingebunden sein und sie muss ihren Segen drauf geben. So geht es nicht. also ich würde sagen, Macho-Kultur gibt es auf jeden Fall. An sich finde ich das Männlichkeitsbild in der arabischen Welt auch total ungesund. Ja, auch voll unnatürlich. Also so alleine zurück zu diesen Sachen wie bis dahin, dass manche Männer nicht romantisch sein können, weil sie das Gefühl haben, es sei zu feminin. Also, dass Frauen unterdrückt werden, das gibt es auf jeden Fall auch. Es gibt viele, die leider Religion, Kultur falsch interpretieren und bei sich zu Hause falsch ausleben. Genau. Mein Bruder durfte immer feiern gehen, er durfte machen, was er wollte. Er durfte, auch wenn er übernachtet, ist egal. Aber ich als Frau durfte das nicht. Und als kleines Mädchen dachte ich immer, ey, genau jetzt, in dem Moment werde ich unterdrückt. Und das nur, weil ich eine Frau bin, das ist unfair. Und dann wollte ich das nicht haben.
Aber als ich älter wurde, habe ich verstanden, was unterdrücken bedeutet und was beschützen oder den richtigen Weg zeigen bedeutet. Oder Angst haben, die Person. Genau, oder Angst haben die Person, Erziehung auch einfach. Und ich glaube, dass es für unsere Eltern, die herkommen, sind, nicht leicht ist, uns zu erziehen mit den Werten, die wir auch von den Deutschen kriegen oder von den anderen. Dass es sehr schwierig ist und es wird ganz oft verwechselt, aber es gibt immer natürlich Ausnahmen, wo Familien die Frauen unterdrücken und, weiß nicht, gar nicht aus dem Haus lassen oder, weiß nicht. Da sind wir aber natürlich dagegen. Das ist nicht richtig. Ich glaube, das ändert sich auch gerade. Das ist eine neue Generation, das fadet so ein bisschen weg. Noch eine Sache, die ich so anmerken wollte. Wir sagen immer so, ja, wir und die Deutschen, aber es ist ja nicht so, dass wir uns ausschließen. Ich betrachte mich selbst als, also ich bin genauso viel Deutsch, wie ich Arabisch bin. Ne? Ja. Also, ja. Aber das gibt's auch und Macho-Männer gibt's auf jeden Fall auch. So 100%. Ja. Araber hassen die USA, würden aber dort leben. 5, 4, 3, 2, 1. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, Vorurteil. Können wir in der Mitte stehen bleiben? Nein, komm Du drüber. kannst dich erklären. Okay. Ja, also bei mir zum Beispiel, ich liebe die USA und das Ding ist, also für die Menschen so, politisch können die machen, was sie wollen, aber das ist ein riesiges Land, da sind so viele Leute. Also für Araber ist die USA so der Grund für alles Üble. Genau. Ja, neuerdings, ja. Also so Neuzeit, Aber die Engländer, die Franzosen, jetzt USA. Wir meinen ja auch gar nicht die Menschen oder die Araber, die das dann sagen, meinen ja auch wahrscheinlich nicht die Menschen, sondern was assoziiert man denn als erstes mit USA? Halt die Politik und das, was alles passiert ist in Irak und in den anderen Ländern. American Dream. Ich habe auch noch nie von einem Araber gehört, dass er Amerikaner scheiße findet. Noch nie. Mein Vater findet die todessympathisch zum Beispiel. Ich habe auch sehr oft gehört. Ich hab's auch. Echt? Ja. Mein Opa zum Beispiel. Aber jetzt ist auf der bist du sicher, dass er nicht nur die Politik meint? Nein. Also ich habe das schon oft gehört. Auch, sorry, also Ich hab's auch, ja. Meine Mutter sagt auch immer, Amerikaner kullum khara. Das hab ich auch. Wenn du in Amerika eine Ärztin bist und ich hier in Deutschland eine Ärztin bin, dann bist du krasser als ich, weil du bist in Amerika eine Ärztin. Das stimmt. Weißt du, was ich meine? Ja, doch, sie hat in Amerika studiert, sie hat da studiert. So, das ist trotzdem, also ja, die mögen Amerika Aber ich glaube nicht. auch, weil es so fern ist. Ja. Also wenn wir jetzt in arabischen Ländern sagen, der hat in Deutschland studiert, das ist auch krass. Ja, stimmt. Ja, es geht nur um den Status. So Ja, Politik so ein und so alles Statusding. andere, was Deswegen so wollen die Probleme trotzdem bereitet dahin, hat. aber trotzdem, so sagen die, wir mögen die nicht, aber wir wollen da trotzdem hin. Status. Was ich interessant fand, nach dem Krieg im Irak, da sind ja viele Iraker nach Syrien geflüchtet. Und die haben sich dann bei der UN angemeldet, dass die dann irgendwo verteilt werden auf der Welt. Und die waren richtig glücklich, wenn die Möglichkeit hatten, in die USA irgendwie zu ziehen. Und Wir als Deutsche können auch von Glück reden, dass wir nicht das im Gedanken haben, dass es der krasseste Ort auf der Welt ist, wo man Erfolg haben kann, Amerika ist. So denken wir nicht. Wir wissen, dass wir hier in Deutschland schon alles haben können, was wir haben wollen. Araber haben die Null erfunden und sind dort stehen geblieben. Bitte? Oha. Ich habe dieses Sprichwort noch nie gehört. Aber man sagt eben, es geht ja auch um das Zurückgebliebensein, Ja, sind bei der Null stehen geblieben. okay. 5, 4, 3, 2, 1. Kann man in der Mitte stehen bleiben, wenn man es nicht kennt? Ja. Egal, ob du es kennst, aber würdest du es bestätigen? Ach so. Warum würdest du das bestätigen? Alkohol, Mathematik, Zahlen. Okay, sagen wir, wenn man sich wirtschaftlich anguckt oder wie die Leute sich verhalten, wie die vom Bildungsstandard sind, dass sie in den Gesellschaften vielleicht zurückliegen. Aber die Redewendung sagt ja oder suggeriert ja auch, sie haben die Null erfunden und sind dann da selbst stehen geblieben. Das klingt ja so, als hätten die sich dann entschieden, wir bleiben jetzt so ein bisschen zurückgeblieben. Aber die wurden kolonialisiert. Ja. Also, die können nichts dafür, dass sie jetzt die Werte der Kolonialmächte von damals leben. Weil die waren viel weiter. Das ich habe jetzt bewertet nur anhand des aktuellen Stands dort. Ja, aber sie haben es nicht so. Genau, also mir geht es wirklich gerade nur um den Zustand an sich und nicht, also wir wissen halt alle, die jetzt da stehen, dass die Leute da also wenig für diesen Zustand irgendwie können, weil also wie willst du selber irgendwie über dich frei verfügen oder entscheiden können, wenn du, ich weiß nicht, jahrzehntelang irgendeine Kolonialmacht in deinem Land hattest und die irgendwas dir aufgedrückt haben und du dann einfach nicht mehr weißt,
also wie eine richtige Gesellschaft irgendwie da zu funktionieren hat. Das Ding ist einfach, die Leute, die hatten auch total viele Kriege. Also rein psychologisch braucht man auch einfach Zeit, dass diese Gesellschaft vorankommt. Man sieht es jetzt im Libanon, man sieht es im Irak. Das sind Leute, die wollen es anders haben, aber das System ist so verankert, Die Regierung, es klappt Korruption, nicht. es gibt Korruption so viele etc. Steine, Und das die im Weg hängt stehen. zusammen Genau. mit Kolonialismus und so einfach ist das nicht. Die Leute sind nicht so... Ich sehe, dass der Umschwung jetzt erst anfängt, irgendwie, ja, in den letzten Jahren, ja, seit dem arabischen Frühling etc. Ja. Einfach ein Beispiel, was mich so aufgeregt hat. Vor einigen Jahren war ich mit meiner Mutter in Ägypten unten und wir haben 3 Tage gebraucht, um die Zulassung des Autos zu aktualisieren, zu erneuern. Ja. 3 Tage bist du einfach so am Amt, weil die Leute vom Mindset her einfach nicht so weit sind zu sagen, gut, wir ziehen das jetzt durch. Es geht ohne Schmiergeld, ja. Wir arbeiten jetzt fleißig, wir haben alle Papiere bei der Hand etc. Letztens lese ich diesen Artikel, und so die arabische Welt kennt man von auf der einen Seite 1001 Nacht, Falafel und Bauchtanz und auf der anderen Seite Islam, Terrorismus und was war das, ISIS oder so. Ich denke so, ja genau dafür sind die Araber bekannt, ey, das sind so alte Hochkulturen, so Chemie, Physik, Mathematik, die Zahnbürste, so Basis unseres Lebens. Und Hygiene. die haben sich das nicht ausgesucht, die wurden einfach zurückgeworfen. Und dass man nur die Betonung darauf liegt, die Leute haben sich das nicht ausgesucht, die sind nicht da stehen geblieben, sie wurden zurückgeworfen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Vorteile euch zu Arabern noch einfällt. Vielleicht haben wir auch was vergessen oder es wurde nicht beantwortet. Lasst uns auf jeden Fall hier, da war das Abo. Marcel, schnell. Ja, Glocke drücken, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Hier geht's zu dem Weit- oder Vorurteil Türken-Video. Da gibt's auch eine Playlist. So. Und hier geht's runter zur Funkwelt. Und zwar waren wir bei 72 Stunden hier. Aber was schaffst du nie? Da haben wir den Weltrekord. Die haben es geschafft, ne? Ja, Mann. Ja, Glückwunsch, genau. Wir können auch noch mal für uns klatschen. Ja. Dankeschön. Okay, tschüss.